Und damit willkommen zurück zu Alone in the Dark. Wir befinden uns gerade eben über den Dachboden, sind wir hergekommen, auf diesem Schaufelraddampfer, der Jeremys Geheimversteck ist. Wir haben festgestellt, er steckt hier irgendwie fest im Bayou. Also müssten wir versuchen, möglichst hier irgendwie den wieder loszukriegen. Dazu müssen wir aber erstmal irgendwie in den Maschinenraum kommen. Wir haben bisher schon 2 Lagniaps eingesammelt. Oh Gott, ist eine Leiter. Okay, das war gerade nicht ersichtlich. Und gehen jetzt, haben 2 Wege runtergefunden. Einmal den und zum zweiten ist da eine... Dieser Kantenmaler. Dann gibt es da ein Beiboot, wo man so eine elektrische Auf- und Abwinde nutzen könnte. Aber dafür brauchen wir eine Stromversorgung, die wir noch nicht haben aktuell. Waffentechnisch, Pistole hat nicht mehr viel Schuss. Wir haben aber die Schroti. Die aktuellen Gegner sind Tentakelwesen in einem Schneckenhaus, die mehr aushalten teilweise als Gegner auf 2 Beinen. Und ich höre hier schon wieder, irgendwo ist einer. So, was haben wir denn? Wir haben hier... This definitely needs fuel. Okay, wir brauchen Treibstoff. Leerer Treibstoffbehälter. Wir haben hier was, wo wir erstmal was abdrehen können, damit hier kein Dampf mehr austritt. Wir uns nicht verletzen. Dieses Steckenbleiben teilweise. Schon ein bisschen nervig. So, wir gucken erstmal kurz vor. Da vorne ist Kohle. Ich denke mal, den Treibstoffbehälter haben, kommen wir wieder hoch. Dann können wir oben die Winde aktivieren. Und damit können wir dann da das Beiboot hoch und runter lassen. So, was gibt's hier? Kleine Fächer, wo Munition drin sein könnte. Da ist natürlich nichts drin, dankeschön. Treibstoffbehälter. Gut. Da hat er gerade in sein Notizbuch geguckt, aber gut. Warte mal, ist da gerade was aufgeploppt? Nee. Den können wir nutzen, um den Generator anzumachen. Die Frage ist nur, was wir damit alles anschalten. Ich habe gerade irgendwas gesehen. Ist ein Augenwink? Nee, alles gut. So, hoch geht's wieder. Ich muss auch sagen, ich hatte irgendwie das Gefühl, also als ich dann die ersten Kurzrezensionen gelesen hatte, ich wollte ja mich nicht komplett spoilern lassen, das Spiel so extrem kurz sei, aber ich glaube, wir sind jetzt bei 14 Folgen oder sowas. Ich habe mir gar nicht gerendert, um ehrlich zu sein. Ich finde, das geht, aber ich gucke mich halt ordentlich um und lasse die Geschichte sich auch entfalten, wie sie es... Dauern gerade 3. Oh Gott. Da ist einer. Das reicht langsam. Wie kann denn der noch danach nochmal kommen? Hä? Das reicht aber auch. Ich brauche halt neue Waffen. Oder ich renne schnell zum Beiboot, das können wir auch. Oh! Weil ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, so viel Munition zu verschwenden.
Ich sehe das doch schon. Die krabbeln noch. Oh, die Gott. Unmengen von den Viechern. Das waren ja 6 oder so gewesen gerade eben. Da ist doch ein... Seht ihr das? Das ist ein Item. Da, ein Prompt. Also, ihr wisst, was ein Prompt ist. So, damit sind wir jetzt gleich im Lagerraum. Ach, wir können speichern. Das wirkt so nach Kampfarena. Warum sind die kleinen Viecher so unheimlich stark? Wie Headcrabs aus Half-Life. Die Frage ist, ob ich Jeremy jetzt irgendwie zum Beiboot bringen muss oder ob es reicht, wenn ich ihn jetzt einfach... Da sitzt übrigens einer, ich sehe ihn. Das ist dafür die normale Pistole. Ich kann ihn nicht speichern. Dann normale. Was? Schroti, 2 Schuss in den Kopf und noch zweimal zuschlagen. Also ich habe manchmal das Gefühl, die müssen die Schrotflinte mal irgendwie upgraden. Die ist zu schwach, die ist viel zu schwach. Für das, was sie hier eigentlich sein sollte. So. Ist da noch ein Gegner? Sieht aus wie ein Ei. Keine Ahnung. Da ist irgendwas, was gleich läuft. Scheibenfallen, ne? Sie haben auch jetzt uns wenig Munition gegeben. Bevor ich irgendwas deaktiviere, würde ich erstmal gerne gucken, was man noch kriegt. Und noch ein Rohr. Der Kohlekessel. Der leicht offen steht. Ich darf nicht speichern. Das ist doch die Gegend, wo ich vor uns war, okay. Gut, na dann muss ich hier was machen jetzt. Wow. Ich werde den Gegner vorbeirennen können, gleich aktivieren. Ne? I'll try. Are you ready to tell me what happened in the attic? I put a rope around my neck and then I strangled all life from my body. Are you under the impression that you died? Yes. No. I was supposed to die. What does that mean? That you were supposed to die? I'm the catalyst. I had to die to make the story happen. What story? What are you referring to, Jeremy? 30 years ago, Frederic needed me to die. You're not making any sense, Jeremy. Come back. Find your focus. Hey! I cheated everyone. I didn't play my part. Hey! I escaped my doom. My destiny. Again. Das würde ein Schuss da helfen. Your focus. Hey, I'm right here. What the hell is going on? Now everything is wrong. Nothing is in place. I'm right here! Calm down, Mr. Carnby. What do you want?
Were you not talking to Jeremy right now? I haven't seen Jeremy all day. Are you all right, Detective? No. Actually, I don't think so. Well, maybe. I'm gonna go look for Jeremy. Good. Let me know if you find him. Dr. Gray. Durchbricht die That Barriere der was Selbsttäuschung. Jeremy's self-deceit, a steamboat stuck in the mud? I'm not going to pretend I understand any of that. What a bunch of psychoanalytic nonsense. Sehr schön. Wir haben wohl einen neuen Eintrag. Hier. Jeremy was calling out for help, but Carnby couldn't figure out where the voice was coming from. For a moment, Carnby wondered if the boat itself was Jeremy, or if he was below it somehow. It didn't matter right now. Jeremy was clear on one thing. He wanted Carnby to get the steamboat running and out of the... Das hatten wir schon. Okay, wir sind wieder hier. Wir haben immer noch das Büro, da gucken wir gleich mal rein. Aber ansonsten haben wir gerade kein Ziel. Das heißt... Wohin gehen wir denn? Große Preisfrage. Suche Dr. Gray seine Wohnung. Ah, jetzt haben wir es. Ja, guck mal, aber hier schon der nächste Fehler. Die Einträge, das war gerade bis 13. Wo ist denn der neue Eintrag jetzt? It wasn't clear to Okay, das ist Detective total Carnby that falsch. he had actually accomplished anything, but he had the distinct feeling that he was making progress. The steamboat must have been what the self-deceit was referring to, and clearly the business with Grace was psychological trauma. Out of the 3 steps on the dog man's contract, only one thing seemed to remain: temper-manic behavior. Carnby was getting sick of guessing. It was time to pay Dr. Gray a visit in his apartment. Ah, okay, also das waren 2 Einsatzziele. Wenn man alle beide erfüllt hat, kam man The hier hin. steamboat was a hideaway that Jeremy had built over the last few days. Having seen his memories extracted and expanded into physical realms by the dog man, his unconscious mind had decided to take the chance that Jeremy could manifest a world in secret. A world that wasn't sanctioned by the dog man. Deploying his own self-deceit as a gambit against his dog master. Tag. Die Einträge sind jetzt nicht am Ende gekommen, sondern zwischendurch. Das war halt einfach, weil wir die Reihenfolge, wahrscheinlich wollten die es, wenn erst Dr. Gray macht und dadurch in diese Sumpfwelt kommt und als zweites erst das mit Carnby, der eigenen Vergangenheit wühlt, beziehungsweise bei Emily wahrscheinlich gibt es da, ich weiß nicht, wie es bei ihr dann ist. Und wenn man beides hat, ist man so weit, dass man... Noch ein Eintrag? Ja, noch ein Eintrag. It wasn't clear to Detective Carnby that he had actually accomplished anything, but he had the distinct feeling that he Das was hatten wir schon. making... Das ist doppelt. Okay, jetzt häufen sich die Bugs. Also man merkt, am Anfang ist es noch clean, das Spiel. Aber soweit haben sie es nicht so häufig gespielt. Hier ist übrigens, jetzt sieht alles schlimmer aus auch. Man erkennt jetzt sehr gut, dass da viel mehr Fehler sind. Also das muss gepolished werden. Dass nach gewissen Hauptaktionen auf jeden Fall die richtigen Einträge kommen, der richtigen Reihenfolge. Man ist sonst sehr verwirrt. So geht's mir gerade. Okay, wir können nicht speichern, das heißt, also es geht gleich. Wir kriegen noch einen Eintrag. It wasn't clear... It was... Der 3. So, jetzt müssen wir mal gucken, wohin muss man denn? Wir müssen zur Dienertreppe. Wie kommen wir da auch hin? Indem wir 1 höher gehen.
Ja, Galerie hoch. Das heißt, wir werden den Schattenmann bestimmt wieder sehen. So, Galerie hoch. Hier nach links. Hier nach rechts. Hier durchgehen. Die Tür öffnet sich automatisch. Und hier stehen wir genau da. Hier sind übrigens Kakerlaken. Ist ja auch so ein typisches Bild, wenn sich Ungeziefer befindet an Stellen in Gebäuden, das ist auch damit so der eigene Verstand, dass der immer mehr in Mitleidenschaft gezogen wird. So als Darstellung. Ach, Detective, oh, die am I glad to Kammerperspektive. see you. Lock the door, will you? I don't think Dr. Gray would appreciate us snooping around. Das sind What's Evil, going on Silent here? Hill. This feels so strange. Cool, jetzt haben wir diese Perspektive. Detective Carnby felt removed from himself. Like driving drunk, he carefully tried to navigate his environment. What the hell was going on? Was he finally losing his mind? At least Emily was here to call the police if he went off the deep end. Okay, wir reden erstmal mit Emily. Entkomme, was du willst. Die Vergangenheit, jetzt das Geschenk. Bekomme, was du willst. Keine Ahnung, für was das genau war. Ich finde es auch schön, dass die Kamera einstellen, weil im Gegensatz zu dem, was wir jetzt hatten, immer von der Perspektive her, ist das ja die Einstellung, wie sonst die alten Silent Hill und Resident Evil Teile waren, mit festen Kameraschwenks, oder was Schwenks, einfach, ich sag mal so, Positionierungen, wodurch das teilweise echt schwer war, alles rauszukriegen, wo was war. So, wir reden mal mit Emily. Have you found anything? Mehr als What? genug. Yeah, I've seen some things. Okay. Let me know if there is anything you want to talk about. Wo soll ich anfangen? Seltsame Wesen? You don't find this place strange? Das interessiert mich auch. Erlebt ihr auch das? Grosseto is certainly one of the stranger places I've been to. Oh, ich fände das so schön, wenn wir jetzt die Kampfvariante spielen und wenn wir Emily das spielen würden, dass wir komplett nur eine Erkundungsvariante machen. Aber wir haben als Carnby hier alles entdeckt, alles aufgeschlossen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie da parallel das macht. Das wäre wie, als hätte man so einen zweiten Flügel, der nie besucht wird. Aber ich vermute stark jetzt inzwischen, dass wir fast die gleiche Route spielen mit einer kleinen Abweichung. Das sagt mein Bauchgefühl das zumindest. This room feels too real. Hyper real. More than anything I've ever experienced. Okay. Hyperreal. I don't see what you mean. Forget it. I gotta get back to breaking the contract. Yeah, that's what I was doing. Sie fragt gar nicht mehr nach. Alles klar. Sie mit ihrer Posterrolle. So, wir haben 3 mit ihr geredet. So, da haben wir können ich es genau angucken. Da ist ein Fledermaus, Schmetterling und so weiter. Da ist irgendwas auf dem Tisch. Falsches Buch. Ist ein ausgehöhltes Buch. Ja. Myth of the Golden Fleece. Also, ach. Ich sage es des goldenen Vlieses. Das ist doch auch wieder griechisch? Ich glaube, griechisch ist das. Das muss bestimmt noch reingestellt werden, nehme ich an. Das Buch, dann öffnet sich was. Ich würde aber gerne erstmal... Spielzeugtalisman. Da fehlt noch ein was. Die ganze Welt ist eine Bühne. Nice. Nice. Wir kommen nicht mehr raus, nämlich. Okay. So, da gibt es auch noch einen zweiten Teil des Raumes. Den wir nicht sehen sollen. Gut. Wenn ich also die Karte gucke, wir sind hier, ja, dann müssen wir das Buch dort reinstellen. There's a book missing. Was die komplett falsche Größe hat. What Vor did allem. you do? I was just rearranging the books. Well, come on, let's check it out. I think I'm beginning to understand. Dr. Gray is dealing with some kind of mass delusion. Arbeit mit Dealing bist, kann ja sein, er ist verantwortlich dafür, kann aber auch sein, dass es gerade ist, er verursacht die. Also er versucht damit umzugehen, das andere ist, er verursacht die. Das sind zwei verschiedene Sachen. Dealing bist.
What were you saying about mass delusion? Derceto seems to have a deranging effect on people living close by. It has a history of creating cults devoted to some nature goddess. Even the name Derceto refers to the cult existing here before the Civil War. Derceto was the name of an ancient fertility goddess worshipped in Syria. Dr. Gray and his friends, however, seem to prefer the black goat of the woods with 1,000 young, or Shub-Nigroth. And that name can only have come from my uncle's twisted mind. Das haben wir auch schon festgestellt. Diese Fruchtbarkeitsvariante. You think all of them are in this cult business? Even Jeremy? I'm not sure any of them have a choice at this point. We just need to find a way to stop all of this. I've been so busy trying to free your uncle from the promise he made to the Dark Man. I guess I kind of just let everything else go. Don't worry, Detective. I feel like we're close. I'm sure Jeremy will turn up. If he is part of the cult, he wouldn't want to miss the Feast of St. John. I just need enough information to make him see the truth. I hope you're right, but I doubt he'll show up. Not as long as the Dark Man's got him hiding. Was weiß sie denn schon? Also sie hat jetzt nicht so viel mitgeteilt. So, wir gucken hier mal bitte. Oh Gott, das Steuern hier ist... Wir gucken mal in den kleinen Miniraum hier. Was gibt's denn Feines? Da hinten irgendwas? Ja. Ein Schlüssel. Has that been there this whole time? Ansonsten ist hier nichts. Wir gucken mal. Doch, da ist was. Also, wenn wir dem heute Glauben schenken dürfen. Na gut, wir gucken uns erstmal lang... Ach Gott, oh Gott. Ja, jetzt wieder so Tanksteuerung, Tank Controls, wie man so schön sagt. Und versuche irgendwie rauszukommen. Erstes Treffen, Niederschrift. Good to finally meet you, Mr. Hartwood. I'm here on the behalf of your brother Philip. You were expecting me, weren't you? Yes. You're from Derceto, no? That's right. I just wanted to ask you a few questions to see if there is anything I can do to help you and your family. Okay. Okay. I understand you're full of imagination. You make up a lot of things. I suppose. And you obsess over them, blurring reality and fiction. Sometimes. Do you want to tell me about the Dark Man? No. No, I don't. That's all right. Perhaps there is something else you can tell me. Something you know to be made up, but you hold dear. Juan? John? Who's John? No. Juan Luis Jorge. Oh, wait there a moment. Here, take a look. Is he... Oh, he is the author. Okay. It's a magnificent book. Life-changing even. The real Juan is long dead, but I like to think of him as my friend. My most beloved friend. I see. Do you often do this? Fantasize about people you read about? No. No. Well, there is Jacob. Who is Jacob? Turn to the last page. Seine Stimme ändert sich auch. Oh, it's a newspaper article. The Prisoner of Ice, Jacob van Ostad. Is he also your beloved friend? Oh, no, Doctor. Not at all. He is the fire that fights fire. Yes, I think it's clear your overstimulated imagination, this mania, needs to be tempered for you to live a normal life. I know your family calls it the Hartwood curse, but I want you to know that there is nothing supernatural about your condition. It's all inside your head. And with that, I'm very qualified to deal with. In time, you will be cured. In time. In time. Yes, in time we will exorcise all your demons, all the dark men. Please, Mr. Hartwood, calm yourself. What happened?
Oh, don't you worry your little head about it, Miss Hartwood. Little Head. Your uncle and I just had our first breakthrough. Oh, ich mag es überhaupt nicht, wenn dann so ältere Leute bei jungen Damen deinen kleinen Kopf oder sowas sagen. Das ist immer so herablassend. Hier merkt man aber das erste Treffen und, was wir uns schon fast gedacht haben, der Juan ist nur ein Autor von einem Buch, das Jeremy sehr gefallen hat. Und auch der Jacob, wo wir auch überlegen, wer ist denn unbedingt Jacob, ist auch ein Autor eines anderen Buches, wo es um, also Zeitungsartikel, was hier ist, um eine Arktis-Expedition geht. Ich weiß, was hier unten schon That ist. mark on the floor looks like talisman positions, but from which direction should I look at it? Das ist richtig. Wir haben 2 Sachen noch. Wir haben da noch Dokumente. Der The Schlangendolch. Snake Dagger, a monograph by Yael Klein. In Ludwig Prin's book on pagan rituals called The Mystery of the Grave, as translated by Nicholas Vachy, there are several references to a sacrificial dagger called the Snake Dagger. It has long been thought of as a poor translation of the original text, that it would be more appropriate with worm dagger from the Latin vermis cultrum. This seems natural following the recent consensus that the original title of Prin's book, De Vermis Mysteris, should literally translate to the mystery of the worm. However, this would take away from Vachy's great effort at translating the underlying meaning of the words and revealing several cultural beliefs. While Prin certainly was using the term worm as a symbol or synecdoche for death and the dead, which is made clear by the contents of the book, in the case of the dagger, we shouldn't be too hasty to dismiss his translation. Reading through Vachy's correspondence with his patron, it appears that he had more than just the Latin text at his disposal. Vachy had dug up Prin's living relatives and uncovered several cross-referenced historical texts and an actual snake dagger. The dagger was dated to the early Middle Kingdom of Egypt and had such a clear shape of a wave that Vachy considered calling it the sinusoidal blade. Knowing the full story, it seems prudent that he chose to translate it as snake and not worm. There are several reasons why this choice of word helps us understand the pagans that Prin's book attempts to describe. Weiter The geht's. symbolic value of the shape becomes more apparent when reading about the use for the dagger. In the passage of possession and exorcism, we find the snake dagger poisons the poisoner within the victim and is therefore pacified. Where the literal text would tell us that the worm dagger trumps the demon possessing the victim, it tells us nothing of their reasoning, only that somehow this dagger wins against the demon, like it had the better hand in poker. Vachy's translation allows us to follow the underlying logic to the ritual magic that is being performed. Poison the poisoner sounds like fighting fire with fire. That to hurt the demon possessing its victim, the priests would have to fight back with a power that is known to the evil they are fighting. The snake dagger is therefore not only a good way to describe its form, but it also helps us understand how it could be thought of as a useful tool for exorcism. Finally, it also helps us understand their relationship to lunacy, that it was thought of as something poisoning the mind rather than controlling it. What is also interesting to note is that the possessed are always considered poisoned in their head and not their heart. The snake dagger always went to the eye of the possessed, leaving them partially blind, if they had the good luck to survive. Also müssen wir den Schlangendolch in das Auge von Jeremy wahlweise einführen. Aber interessante Sachen, die wir jetzt drüber lesen, über diesen Dolch, und dass man damit sozusagen eine Macht hat, um eine okkulte Macht zu überwinden. So, und dann haben wir hier noch das. Möbelschlüssel. Und finden. Finden. Hä? Warum haben wir das gerade aufgeschlossen? Im Telefon ist das, oder? Das auch? Wo ist... Ach Gott, oh Gott, die Steuerung. Ah.
Was ist das eigentlich für eine komische Box, die dort ist? Können Sie sich mal genauer anschauen? Hello? Detective Carnby? Who is this? Jeremy? Jeremy is with the Dark Man. You can't save him. Well, I've done everything he wanted so far, and there's just one more thing on the list. I expect him to keep his promise and return Jeremy unharmed. Get out, Detective, while you still can. Und das ist kaputt gegangen. Detective Carnby wanted nothing more than to make sense of it all. But clearly, that was not in the cards right now. Ich würde gerne mal den Vertrag anschauen. Psychologisches Trauma anerkennen, die Barriere der Selbsttäuschung durchbrechen und manches Verhaltenszügeln. Das sind die 3 Dinge. Genau, psychologisches Trauma anerkennen. Das ist das, was wir auch selber gemacht haben. Was ist unsere Vergangenheit? Die Barriere der Selbsttäuschung durchbrechen, das ist das mit dem Schiff gewesen. Manches Verhaltenszügeln, ja. Okay. Wir sollen ein Portal öffnen, wir wissen aber nicht wie. Also wohin. Also mit welchen Zahlen vor allem. War gerade das Licht durch die Wand geschienen? Das ist die richtige deutsche Form. Das Licht durch die Wand? Ja, ich glaube schon. Jetzt wäre nur die Preisfrage, was ist denn jetzt der Hinweis für... Auf was soll ich denn die Uhr einstellen? Da steht irgendwas da. Irgendwas Ursi. Oh Gott. Nee. Einfach von oben nach unten, oder? So sieht's aus. Das ist jeweils, das eine zeigt nach unten, der Rest zeigt nach oben. So würde ich das verstehen. Ja. Also keine Zahlen, sondern das ist das Schöne, das passt so ein bisschen wie bei den Exit-Games, dass das mehrere Möglichkeiten gibt. Entweder man stellt eine Zahlenkombination über die Zahlen ein, man stellt sie ein über eine Farbgebung You beispielsweise, okay? über You eine look a little Ausrichtung. frazzled. Just stupid telephone. I know. I tried calling the police earlier. The telephone is completely dead. It's not... Yeah, no, the telephone isn't working. Detective Carnby was worried, Emily could tell, that she could see the madness written on his face. But what if he was the only one seeing the truth? Could that still be the case? If only he could find evidence that would make her understand that he had seen beyond the veil, or at least something that would show her he was worth the money she was paying him. Ich glaube, das Geld soll es ihm inzwischen nicht mehr gehen. Er würde gerne überhaupt hier. Miss Hartwood, I think you're gonna want to see this. Is there something in the closet? Yeah, there is. You don't see the very obvious gate leading to whatever Jeremy's madness is serving up next? I don't understand. Are you making some kind of fashion metaphor? I'm sorry, I don't have time for this. Can you just tell me what you're doing? You don't see this. It's fine. It's fine. Catch you later.
Are you going inside the closet? Yeah. You got a problem with that? No. Do what you think is right, Detective. Sorry, I didn't mean to. Goodbye, Miss Hartwood. Ich hätte an seiner Stelle trotzdem gesagt, dass wir mal zugucken, weil er verschwindet ja sonst durch eine Holztäfelung. Also irgendwas sollte das schon machen. Und wir sind in der Arktis, höchstwahrscheinlich, weil hier sehe ich massenweise Schnee und wir haben... Disheartened by his failure to make Emily understand what he was doing, Detective Carnby actually felt better seeing the frozen hell before him. There was a finality to it. Its clear symbolic opposite to the dark man's desert made him realize this was the end. Soon it would all be over. Genau, und das ist ja ein super Zeichen. Das heißt, wir sind bald durch und sind jetzt also irgendwo in der Arktis, in einem Keller, keine Ahnung wo, und werden uns da gleich was ansehen. Wahrscheinlich auch dieses Feuer mit Feuer bekämpfen, dieser Jacob. Aber das alles beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Elandirthor. Tschüss.